Wie bildet Enace digital Organisations- und Prozessmanagement ab? Ja, das liegt in der Besonderheit des Systems, der Systemarchitektur. Enace kennt eigentlich alle Objekte, die für Organisations- und Prozessmanagement relevant sind. Und die Objekte sind ja in jedem Unternehmen auch vorhanden, nur in der Regel komplett verstreut, unterschiedliche Systeme, nicht integriert. Was wir machen, ist, dass wir diese ganzen Objekte, jetzt nehmen wir mal wirklich im Kern die Prozesse. Prozesse haben Verantwortlichkeiten, da hängen Rollen dran, Mitarbeitende, die in der Durchführung den Prozess an unterschiedlichen Aufgaben verantworten. Es gibt aber eben auch die Führungskräfte, die Prozessverantwortlichen, die die Verantwortung für den Prozess haben. Und so baut sich das jetzt weiter auf. An einem Prozess hängen zum Beispiel IT-Systeme, an einer Aktivität. Ich kann also dann ermitteln, welches IT-System wird in welchem Prozess gebraucht. Also es geht in Richtung Fragen, strategische Fragen an die IT, welches System unterstützt welche Prozesse, zum Beispiel wenn man ein System austauschen will oder wenn ein System ausfällt. Dann kann ich aber auch sagen, gehen wir noch weiter. Wenn ich weiß, welche Aufgabe von welcher Rolle in welchem Prozess mit welchem IT-System durchgeführt wird, kann ich aus Enace sowas wie automatisierte Berechtigung ermitteln, weil ich weiß, welche Rolle braucht in welchem IT-System für welche Funktionen die Berechtigung. Und das kann man jetzt wirklich beliebig weiterdenken. Im Standard sind natürlich Dokumente noch verlinkt, also welche Dokumente mit welchem Owner hängen an welchen Prozessen oder Prozessschritten. Welche Regelungen oder Anforderungen werden von welchem Prozess erfüllt, welche Risiken hat ein Prozess, welche Maßnahmen hängen an einem Risiko, um das Risiko zu vermindern. Welche Audits hat der Prozess schon gehabt? Welche Maßnahmen sind vielleicht aus diesen Audits? Welche Findings, welche Maßnahmen sind aus den Audits abgeleitet worden? Und so baut sich im Enace in diesem Metamodell eben tatsächlich der Single Point of Truth für alle Organisations- und Prozessdaten auf, die ich zwar in wechselseitige Richtung auch auswerten kann. Dafür haben wir eben nicht nur Dashboards, die das dann dynamisch visualisieren, die also dynamisch Grafiken aufbauen, die eben auch die Transparenz der Informationen oder das Explorieren letztlich der Informationen unterstützen, aber auch klassische Listen, Filterlisten, wie man sie eben heute auch gerne in Excel verwendet, dass wir mal schnell filtern, nach bestimmten Sichten schauen. Man kann diese Listen bei uns ja auch mit Knopfdruck dann in Excel ausleiten, um dort zum Beispiel dann PVs zu bauen oder was immer einem darauf an Dingen einfällt, die man den Informationen gerne macht. Oder wir können in Enace die eben Standard-Berichte aufbauen, Standard-Reports aufbauen. Aber das ist jetzt schon wieder die Verwendung der Daten, aber der Kern ist eben dieses Metamodell, wo die Informationen wirklich komplett miteinander verknüpft sind und natürlich dann auch im Sinne von Versionierung, Nachverfolgbarkeit, Rückverfolgbarkeit, auch die Daten auch tatsächlich rückverfolgbar sind durch Versionierung. Wir haben damit ein Informationsmodell, was letztlich bislang noch jede Anforderung erfüllt hat und wir sprechen auch von einem offenen Metamodell. Dieses Metamodell lässt sich erweitern. Das heißt, wenn Sie als Kunde ganz bestimmte Objekte haben, die Sie in Relation setzen wollen oder Objekte, die schon da sind, bei Ihnen eben anders heißen, Sie ungern Ihre Methoden und Ihre internen Kommunikation und Schulung anpassen wollen, dann ändern Sie eben bei uns im System letztlich die Begriffe, die Labels oder die Bezeichnungen, oder Sie fügen eben neue Objekte dazu, die Sie noch benötigen. Und das macht Enace so stark als Plattform für integrierte Managementsysteme, weil ich jetzt wirklich eine echte Integration habe. Ich habe alles nur einmal. Ich setze das in Beziehung und ich bringe es vor allem genau dahin, wo es benötigt wird, nämlich zu dem jeweiligen Nutzer. Das heißt, der Anwender im Prozess findet es dort, wo er es benötigt und muss nicht in irgendwelchen Suchmaschinen nach Begriffen suchen und sagen, wo war das jetzt noch, sondern ich finde es an der Aufgabe, entweder habe ich was zu beachten, dann steht es da, oder eben nicht. Dann habe ich auch nichts zu beachten, außer meiner Facherfahrung, die ich jetzt mit gesundem Menschenverstand in dem Prozess immer machen sollte. Das, glaube ich, ist jetzt auf der Anwenderseite ein Riesenvorteil. Aber natürlich, jetzt gucken wir uns die ganzen Rollen wie Führungskräfte an, die einfach auch Steuerungs- oder auch Managementverantwortung bezogen auf ein System haben. Und die finden dann eben auch ihre Unterstützung. Und das wiederum ist ja bei uns dann um den Enace gebündelt, dass ich eine extrem auf die jeweilige Rolle fokussierte Sicht für jeden Mitarbeiter habe, wo er genau das sieht, was er in seinen Rollen und Arbeitsprozessen auch benötigt und dort auch genau die Aufgaben sieht, die er jetzt in integrierten Organisations- und Prozessmanagement zu tun hat, sei es eine Kenntnisnahme, sei es eine Verbesserungsidee. Es könnte eine Freigabe sein, vielleicht eine Maßnahme, an der er beteiligt ist oder ein Audit. Und das sieht er alles dort in einem Punkt. Insofern, das ist für mich eine Plattform und ein Portal für integriertes Organisations- und Prozessmanagement, wie es mir in meiner Berufslaufbahn, bevor ich Enace kannte, auch häufig gewünscht hätte.